Prag ist eine Stadt, die weiß, dass Worte Macht haben. Aber sie weiß eben auch, Worte allein bewegen keine Steine. Das ist ein Gedanke aus ihren Quellen und ich finde, das ist der perfekte Start für unsere heutige Analyse. Wir verlassen heute gemeinsam den sprichwörtlichen Tempel der Worte, also die Welt der Chatbots, die wir ja alle kennen und nutzen, und wagen uns in die Schmiede der Taten. Genau. Und die Mission für Sie ist, zu verstehen, was dieser Wandel von einer, sagen wir, rein sprechenden zu einer aktiv handelnden KI wirklich bedeutet. Es geht ja nicht um die Technik allein, sondern um die Konsequenzen für Verantwortung, für Führung und ja, für die grundlegende Infrastruktur Ihres Unternehmens. Dazu liegt uns Ihr Material vor, ein sehr präzises Factbook, das die ganzen neuen Begriffe mal auf den Boden holt und ein wunderbar erzählerisches Skript. Das nimmt uns mit auf eine Reise durch Prag, um diesen Wandel irgendwie greifbar zu machen. Und im Kern, so wie ich das sehe, dreht sich alles um eine einzige, aber entscheidende Unterscheidung. Was passiert, wenn eine KI nicht mehr nur redet, sondern tatsächlich handelt? Okay, fangen wir mal ganz am Anfang an. Einer ihrer Texte nutzt ich finde, ein unglaublich starkes Bild, um zu beschreiben, wo wir herkommen. Die barocke Bibliothek. Genau, die Bibliothek des Clementinums in Prag. Man hat sofort dieses Bild im Kopf. Endlose Reihen von Büchern, altes Wissen, diese fast heilige Stille. Die generative KI, wie wir sie bisher kannten, also ChatGPT und Co., die ist wie ein Orakel in dieser Bibliothek. Exakt. Sie hat alles Wissen der Welt parat, kann brillante Texte schreiben, Bilder entwerfen, aber sie tut nichts von sich aus. Sie ist völlig passiv. Reaktiv? Reaktiv, das ist der Schlüsselbegriff. Um in dem Bild zu bleiben. Dieses Orakel hat zwar das gesamte Wissen der Bibliothek im Kopf, aber es hat sozusagen keine Hände. Es kann die Bibliothek nicht verlassen und in der realen Welt etwas verändern. Das führt zu einer fundamentalen Unterscheidung, die ihre Quellen sehr scharf herausarbeiten. Und zwar? Ein Fehler bei dieser Art von generativer KI ist ein kommunikativer Fehler. Was meinen Sie mit kommunikativer Fehler? Sowas wie eine peinliche Falschinformation in einer E-Mail oder eine erfundene Quelle in einer Recherche? Exakt. Das ist ärgerlich, klar, kann dem Ruf schaden, ist aber in der Regel korrigierbar. Man entschuldigt sich, schickt eine korrigierte Version, der Schaden ist begrenzt. Bei einer Agentic AI, also einer handelnden KI, sprechen wir aber von einer völlig neuen Fehlerkategorie. Okay. Dem operativen Fehler. Und das ist ein Quantensprung. Moment, operativer Fehler heißt, es geht nicht mehr um peinliche Worte, sondern um handfeste Taten? Genau darum geht es. Das ist keine falsche Information in einer E-Mail mehr, das ist eine falsche Aktion mit echten, greifbaren Konsequenzen in Ihren Systemen. Eine irrtümlich ausgelöste Bestellung über 10.000 Einheiten. Eine falsche Buchung, die Ihr Controlling durcheinander bringt. Ein Produkt geht an die falsche Adresse? Zum Beispiel. Einer Ihrer Artikel hat das wunderbar auf den Punkt gebracht. Generative KI ist der Ratgeber, der Ihnen sagt, wie etwas geht. Agentic AI ist der Macher, der es ausführt. Und dieser Sprung vom Ratgeber zum Macher, der rückt die Frage der Verantwortung plötzlich ins absolute Zentrum. Das leuchtet ein. Wenn das Risiko so viel größer ist, wie steuert man so ein Ding überhaupt? Wie entsteht so ein Agent, der dann wirklich Dinge tut? Damit verlassen wir ja die Bibliothek und gehen, wie es ihre Quellen so schön nennen, in die Lehmgrube. Der Ort, an dem der Golem geformt wird. Ein perfektes Bild. Denn hier wird nicht mehr geredet, sondern geformt und gehandelt. Der KI-Agent ist kein Orakel mehr, sondern ein digitaler Arbeiter, ein Golem, wenn man so will. Er erledigt konkrete Aufgaben, verschickt nicht nur E-Mails, sondern startet den kompletten Onboarding-Prozess für einen neuen Kunden, ändert Bestandsdaten im Lagerverwaltungssystem oder löst eine Überweisung aus. Und das verändert die Art, wie wir mit der Maschine kommunizieren, fundamental. Wir arbeiten nicht mehr mit Prompts. Richtig. Sondern? Mit Zielzuständen. Das ist ein gewaltiger Unterschied. Ein Prompt wäre: Schreibe eine E-Mail an den Kunden, in der steht, dass seine Bestellung bestätigt ist und am Freitag ankommt. Das ist eine Anweisung. Klar. Ein Zielzustand hingegen lautet: Stelle sicher, dass der Kunde bis Freitag eine Bestätigung erhält. Okay, das klingt erstmal logisch. Aber wo ist da in der Praxis die Tücke? Wenn ich sage, stelle sicher, dass der Kunde zufrieden ist,
ist das ja auch ein Ziel. Ein Agent würde damit doch komplett überfordert sein, oder? Wie granular muss so ein Ziel denn sein, damit es nicht in operativem Chaos endet? Das ist eine exzellente Frage und genau der Wunderpunkt. Ziele müssen, so steht es im Factbook, glasklar, messbar und vor allem widerspruchsfrei sein. Kundenzufriedenheit ist ein Unternehmensziel, aber eben kein Maschinenziel. Verstehe. Das Maschinenziel muss lauten: Prüfe, ob alle Artikel der Bestellung 123 auf Lager sind. Wenn ja, reserviere sie. Formuliere eine Bestätigungs-E-Mail mit der Tracking-Nummer und so weiter. Der Agent zerlegt das übergeordnete Ziel dann in diese logischen Schritte. Das wird oft als Chain of Thought bezeichnet. Was aber etwas irreführend ist. Sehr irreführend, ja. Weil es suggeriert, die KI würde wirklich nachdenken. Genau, aber das tut sie nicht. Ihre Quellen entmystifizieren das sehr gut. Es ist keine menschliche Intuition, sondern eine knallharte, strukturierte Logikkette. Ein Algorithmus, der eine Checkliste abarbeitet. 1. Status prüfen, 2. Aktionen planen, 3. Ausführen, 4. Kontrollieren, 5. Bei Abweichung korrigieren. Eine reine Prozessmaschine. Und jede Maschine braucht Material. Richtig. Und da kommt wieder der Golem ins Spiel. Jeder Golem ist nur so gut wie der Lehm, aus dem er gemacht ist. Für einen KI-Agenten ist dieser Lehm ja die Datenbasis des Unternehmens, richtig? Absolut. Und damit sind wir bei einem der kritischsten Punkte. Die Kernaussage in ihren Quellen ist unmissverständlich. Agenten glauben Daten. Bedingungslos. Wenn die Daten falsch sind, handeln sie präzise, schnell und skalierbar falsch. Das heißt, das alte IT-Problem der Datenqualität wird plötzlich zu einem handfesten Geschäftsrisiko. Es ist mehr als das. Was hier faszinierend ist, ist die neue Dringlichkeit des Themas. Die Quellen formulieren es drastisch. Schlechte Datenqualität ist kein Analyseproblem mehr, das zu unschönen Reports führt. Es ist ein operatives Sicherheitsproblem. Puh. Der alte Spruch, Garbage in, Garbage out, ist veraltet. Heute muss es heißen, Garbage in, Disaster out. Können Sie das an einem Beispiel festmachen? Sprechen wir hier von allen Daten im Unternehmen oder gibt es da besonders kritische? Im Fokus stehen vor allem die sogenannten Stammdaten. Das sind die Kronjuwelen. Ihre Kundenadressen, Ihre Produktdefinitionen, Ihre Preislisten. Stellen Sie sich vor, ein menschlicher Mitarbeiter sieht im CRM-System eine Kundenadresse in Berlin mit einer Postleitzahl aus München. Er wird stutzig. Klar, da fragt man nach. Man fragt nach, korrigiert sie vielleicht sogar intuitiv. Ein Agent nicht. Er nimmt die falsche Adresse, übergibt sie an den Logistikprozess und startet den Versand. Der Fehler wird nicht interpretiert, sondern sofort und tausendfach exekutiert. Verstehe. Das skaliert den Schaden ja ins Unermessliche. Genau. Und deshalb wird auch ein Thema wie Data Governance, das oft als, bürokratisch gilt, plötzlich überlebenswichtig. Das ist keine Richtlinie mehr, die in einem Ordner verstaubt. Das Factbook nennt es eine operative Sicherheitsvorschrift. Das ist ein starker Begriff. Ja. Sie beantwortet glasklar die Fragen: Wer ist im Unternehmen für die Korrektheit der Kundendaten verantwortlich? Wer darf Preise ändern? Diese Zuständigkeiten müssen geklärt sein, bevor auch nur ein einziger Agent eine operative Handlung ausführt. Okay, nehmen wir an, die Daten sind sauber. Wir haben also diese kraftvollen, aber eben auch blind agierenden Agenten in unseren Prozessen. Da lande ich gedanklich bei der nächsten Metapher Ihrer Quellen, dem Zauberlehrling. Der Besen holt Wasser. Unermüdlich, aber er hat keine Ahnung, warum. Er versteht den Sinn nicht und flutet am Ende das ganze Haus. Eine perfekte Analogie für die Risiken. Nehmen wir den Begriff der Halluzination. Bei einem Chatbot ist das, wie gesagt, ein erfundener Text. Peinlich, aber meist reparabel. Bei einem handelnden Agenten ist eine Halluzination eine falsche Aktion, die extrem teuer werden kann. Haben Sie da ein Beispiel? Ja, das Factbook gibt ein gutes. Ein Agent soll offene Rechnungen prüfen. Aufgrund unklarer Daten oder einer lückenhaften Regelbasis erfindet er eine neue Geschäftsregel. Zum Beispiel: Alle Kunden mit einem Jahresumsatz unter 100 €, die mehr als 14 Tage im Verzug sind, bekommen automatisch eine Mahnung der Stufe 3 mit Inkassoandrohung. Oh je. Und diese Regel führt er dann konsequent aus, sofort, für tausende Kunden. Das ist ein operatives und reputatives Desaster.
Das ist wirklich beängstigend. Wie verhindert man das? Wie kriegt man den Besen wieder in den Schrank, bevor das Haus unter Wasser steht? Das muss doch die zentrale Frage der Kontrolle sein. Absolut. Und Ihre Quellen stellen hier 2 zentrale Kontrollmechanismen vor. Der erste und wichtigste ist der Human in the Loop. Also ein Mensch in der Schleife. Genau. Das bedeutet, ein Mensch bleibt als entscheidende Kontroll- oder Freigabeinstanz im Prozess. Aber Moment mal, bremst das nicht den ganzen Effizienzgewinn wieder aus? Wenn am Ende doch wieder ein Mensch auf Senden klicken muss, warum dann der ganze Aufwand mit dem Agenten? Das ist der entscheidende Einwand. Aber die Antwort ist differenziert. Es geht nicht darum, jeden Schritt freizugeben, aber die kritischen. Der Agent kann die Reisekostenabrechnung komplett vorbereiten, die Belege prüfen, die Kontierung vorschlagen und die Überweisung bis zur letzten Sekunde vorbereiten. Aber den finalen Klick, der das Geld wirklich bewegt, den macht ein Mensch. Okay. Und das betonen die Quellen sehr stark, kein Misstrauen in die Technologie. Es ist ein Zeichen von organisationaler Reife und Verantwortung. Okay, das ist der menschliche Kontrollpunkt. Und der zweite Mechanismus? Das sind die technischen Guardrails, die Schutzplanken. Das sind fest einprogrammierte, unumstößliche Grenzen. Ein Agent darf zum Beispiel eigenständig Rechnungen bis 500 € bezahlen. Und alles darüber braucht eine menschliche Freigabe. Genau. Oder ein Agent darf Kundendaten ändern, aber niemals die Bankverbindung. Dafür ist ein 4-Augen-Prinzip nötig. Compliance, also die Einhaltung von Regeln, wird damit von etwas, das man in Dokumenten beschreibt, zu etwas, das man direkt in den Code implementiert. Regeln werden zu Code. So verhindern sie die schlimmsten Schäden, ohne die Effizienz komplett zu blockieren. Das Bild, das sich bei mir jetzt formt, ist also nicht diese eine riesige Allzweck-KI, dieser Super-Golem, der die ganze Firma leitet und dem alle blind vertrauen müssen. Es klingt viel kleinteiliger. Ganz im Gegenteil. Und das ist der 5. und vielleicht wichtigste Punkt Ihrer Quellen, der mit dem Blick von der Prager Burg auf die Stadt illustriert wird. Wenn Sie von dort oben auf Prag blicken, sehen Sie kein monolithisches Zentrum, das alles steuert. Sie sehen ein vernetztes System aus vielen spezialisierten Teilen. Kirchen, Märkte, Werkstätten. Brücken, genau. Jeder Teil hat seine spezifische Funktion und zusammen ergeben sie das funktionierende Ganze. Ah, das ist ein super Bild. Man hat ja oft diese Science-Fiction-Vorstellung von einer allmächtigen KI im Kopf. Aber Ihre Quellen sagen also, vergessen Sie das. Die Realität ist eher wie eine Abteilung mit lauter hochspezialisierten digitalen Mitarbeitern. Das macht das Ganze irgendwie greifbarer und auch weniger bedrohlich. Genau. Die Zukunft ist kein einzelner Supergolem. Es ist ein Rat der Golems, wie es in den Quellen heißt. Sie haben einen kleinen, hochspezialisierten Agenten für die Reisekostenabrechnung, einen anderen für die Lagerverwaltung, einen dritten für das Kundenonboarding. Die Vorteile liegen auf der Hand. Das Risiko ist geringer? Viel geringer. Wenn der Reisekostenagent einen Fehler macht, legt er nicht das ganze Unternehmen lahm. Die Kontrolle ist besser, die Transparenz höher, weil man genau weiß, welcher Agent für was zuständig ist. Aber wenn ich viele kleine Agenten habe, die alle vor sich hinarbeiten, entsteht doch eine neue Herausforderung. Wer sorgt dafür, dass die zusammenarbeiten und sich nicht gegenseitig in die Quere kommen? Das ist der entscheidende Punkt für das Management. Im Factbook wird das als Orchestrierung bezeichnet. Die Orchestrierung legt die Spielregeln fest. Wann handelt welcher Agent? Wer informiert wen? An welchem Punkt muss ein Prozess an einen Menschen eskaliert werden? Und das ist keine primär technische Aufgabe mehr. Es ist eine Management- und Führungsaufgabe. Ich entwerfe sozusagen die Prozessblaupausen für meine digitalen Mitarbeiter. Genau. Ihre Rolle verschiebt sich damit dramatisch. Weg vom Ausführer, der die Steine selbst trägt, hin zum Architekten, der die Baupläne für das gesamte System entwirft und überwacht. Okay, was bedeutet das alles nun für Sie? Lassen Sie uns die wichtigsten Erkenntnisse aus Ihren Quellen noch einmal bündeln. Für mich ist der erste Punkt ganz klar. Der Wandel von Reden zu Handeln ist kein einfacher Technologiesprung. Es ist ein fundamentaler Rollen- und Verantwortungswechsel im gesamten Unternehmen. Absolut. Der zweite Punkt, der daraus direkt folgt: Datenqualität ist keine Fleißaufgabe für die IT mehr, sie ist eine knallharte operative Sicherheitsvoraussetzung. Ohne verlässliche Daten sind handelnde Agenten ein unkalkulierbares Risiko. Punkt.
Drittens, Kontrolle ist kein Bremsklotz. Kontrolle durch Menschen an kritischen Stellen und durch technische Guardrails ist kein Zeichen von Fortschrittsfeindlichkeit, sondern von organisationaler Reife. Es geht nicht darum, den Fortschritt zu verhindern, sondern darum, vermeidbare Schäden zu vermeiden. Und viertens, der vielleicht persönlichste Punkt, Ihre eigene Rolle und die Ihrer Mitarbeiter wird sich verändern. Weg vom reinen Abarbeiten von Prozessen hin zum Gestalten, Überwachen und Orchestrieren dieser neuen digitalen Akteure. Vom Arbeiter im System zum Architekten des Systems. Ihre Quellen schließen mit einem sehr starken Gedanken, der das gut zusammenfasst. Agentic AI ist kein Buzzword, sondern ein Machtwechsel. Aber nicht, wie oft befürchtet, von Mensch zu Maschine, sondern ein Machtwechsel weg von der reinen manuellen Handlung hin zur Gestaltung der Systeme, die für uns handeln. Das führt unweigerlich zu einer letzten entscheidenden Frage, die man sich stellen muss. Und mit dieser Frage wollen wir Sie aus unserer heutigen Analyse entlassen, damit Sie sie für sich weiterdenken können. Die zentrale Frage für die Zukunft ist nicht mehr nur, was kann KI? Sie lautet vielmehr, was passiert, wenn sie es darf? Und sind wir wirklich bereit, die Verantwortung dafür zu übernehmen?